Hallo bei BikeReifen24. Heute schauen wir uns für euch den Conti Sport-Attack 2 auf der Kawasaki Ninja ZX10R aus 2007 an. Wir haben ihn hier in den Größen 190 55 17 am Hinterrad und 120 70 17 am Vorderrad montiert. Wie der Sport-Attack 2 auf der Kawasaki Ninja ZX10R performt, erfahrt ihr nach dem Intro. Also, jetzt geht's los mit unserem Sport-Attack 2 Test auf der Ninja ZX10R. Der Sport-Attack 2 ist auf jeden Fall ein 10 Jahre altes Reifenmodell von Continental und immer noch im Sortiment als Budget-Reifen. Er ist quasi der günstige Einstieg in die Hypersport-Welt. Dabei ist der Reifen halt tatsächlich nicht mehr Stand der neuesten Technik, funktioniert aber aus unserer Sicht immer noch relativ gut, vor allem auch im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man halt ziemlich viel geboten. Gehen wir mal auf die einzelnen Attribute des Reifens ein. Im Hinblick auf die Agilität und Stabilität ist es so, dass sich der Sport Attack 2 ziemlich gut handeln lässt, dabei aber keinesfalls überagil ist. Die Stabilität in schnellen Kurven und auch bei Autobahnfahrten ist als ausgezeichnet zu bezeichnen. Im Hinblick auf die Agilität ist er dann aber doch nicht ganz so einlenkwillig wie zum Beispiel Reifen von der Pirelli Diablo Rosso Serie. Das kommt dann vor allem aus unserer Sicht auch Motorrädern gut, die von Haus aus schon eher agil sind und dann quasi so ein bisschen mehr Ruhe durch die Reifenwahl mitbringen können. Der Grip des Conti Sport Attack ist in jeder Hinsicht im Trockenen wirklich ausreichend. Er bietet viel Grip auch bei kühleren Temperaturen, bei warmen Temperaturen wird es dann besser. Der Nassgrip des Conti Sport Attack 2 ist leider nicht so gut, beziehungsweise haben wir uns nicht getraut, wirklich auszutesten, da der Reifen für uns bei kühlen Temperaturen einfach kein Vertrauen liefert. Bei kühlen und Temperaturen und nassen Bedingungen, so muss man sagen, einfach kein Vertrauen liefert. Ja, man kann weiterfahren mit 100 oder 80 km/h, das ist alles kein Problem. Aber sportlich angehen lassen will man es dann auch nicht. Gerade in schnelleren Kurven und hoher Schräglage macht der Sport Attack richtig viel Spaß. Hier liegt er wirklich sehr stabil, lässt sich auch gut über das Gas dann am Hinterrad steuern. Gripverlust kündigt sich großzügig an und ist nicht so, dass er da etwas tückisch wäre, der ist dann auch wirklich sehr gutmütig. Ein weiterer großer negativer Punkt des Sport Attack 2 ist neben dem Nassgrip auch noch die Laufleistung.
Also hier auf der Kawasaki Ninja ZX-10R, die ja auch relativ viel Power schon von unten raus hat, durch ihre 1000 Kubik, ist der Reifen halt sehr, sehr schnell abgenutzt. Rund 2500 Kilometer haben wir ihn drauf und wir sind hinten schon bei der Abfahrtgrenze, also sozusagen schon im illegalen Bereich. Das Vorderrad sieht ein bisschen besser aus. Ob das Vorderrad allerdings 2 Hinterräder überlebt, ist auch fraglich. Gerade dann bei Autobahnfahrten ist es halt so, dass sich der Sport Attack 2 extrem abnutzt. Gerade auch in der Geradeausfahrt sieht man dann richtige Abrubbelmarken auf der Lauffläche, was halt wirklich für einen hohen Verschleiß spricht. Die Sportlichkeit des Conti Sport Attack 2 lässt nicht zu wünschen übrig. Hier ist der Name auch Programm und man bekommt wirklich einen sportlichen Reifen, der Feedback liefert, auch am Vorderrad gut performt und somit ein guter Begleiter ist auf sportlichen Naked Bikes und Supersportmaschinen. Im Hinblick auf das Wärmeverhalten ist der Sport Attack 2 ebenfalls ein sehr guter Reifen, also er kommt extrem schnell auf Temperatur und hält diese dann auch lange, ist also absolut unproblematisch, gerade wenn man dann im Straßenbetrieb auch mal Passagen mit langen Geraden hat. Der Reifen performt dann auch in den nächsten Kurven genauso gut weiter. Wem empfehlen wir den Conti Sport Attack 2? Da der Conti Sport Attack 2 tatsächlich nicht mehr zu den neuesten Reifen auf dem Markt gehört, ist er aus unserer Sicht tatsächlich nur noch etwas für Leute, die eben auch preisbewusst einkaufen wollen. So eignet sich der Sport Attack 2 dann für Mittelklasse Naked Bikes und Supersportler noch richtig gut. Vor allem wenn man auch ein bisschen sparen möchte. Wer aber die neueste Technik und beste Performance haben will, der sollte dann auf neuere Modelle von Continental gehen, wie zum Beispiel im Sport Attack 4 oder auch zu Konkurrenzprodukten. Was hat uns gut gefallen am Sport Attack 2? Am Sport Attack 2 gefällt uns vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Gutmütigkeit und das hohe Gripniveau, auch bei kühleren Bedingungen. Weniger gut am Reifen hat uns gefallen der schlechte Nassgrip und der wirklich horrende Verschleiß, vor allem am Hinterrad. Hier relativieren sich dann halt auch wieder der Kostenvorteil. Wenn ich nämlich einen dermaßen hohen Verschleiß habe, ja, und dann quasi immer 2 Hinterräder brauche, da muss man schauen, ob es sich dann überhaupt lohnt, dann beim Einkauf zu sparen. Der Conti Sport Attack 2 ist bei uns natürlich im Shop in allen Größen verfügbar. Wie lange es den Reifen noch gibt, können wir gerade aktuell gar nicht sagen, weil wir gehen davon aus, dass er demnächst irgendwann auslaufen wird. Trotzdem kann er aber aktuell noch neu gekauft werden mit den neuesten Produktionsdaten und ist somit derzeit noch eine wirklich gute Alternative für alle Fahrzeuge ab der Supermoto bis hoch zum Superbike, da es ihn auch in extrem vielen Größen gibt. Wir hoffen, dass euch der Continental Conti Sport Attack 2 Test gefallen hat und wünschen euch eine schöne Saison
und viel Spaß beim Motorradfahren.